Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Gemeinde, noch dauert Ostern. Es ist ein unfassbares Ereignis von Gott her, aber ein Prozess des Glaubens für das schwerfällige Menschenherz. An manchen Tagen und in manchen Nächten gelingt selbst den engsten Vertrauen Jesu nichts. Ohne den Auferstandenen fängt nicht an, nicht bei Vertrauen und Verzweifelten, nicht in der Kirche und der Welt, bis er am Ufer steht. Aber dann kommen alle, die anfangen zu wagen, zu hoffen und zu lieben, durch die Nacht in das neue Licht des Tages. Bitten wir unseren Herrn um sein Erbarmen. Herr Jesus Christus, du erst Geborener von den Toten. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du rufst auch uns zum Leben. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du sitzest zu Rechten des Vaters. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 328. 328. Erste Punkte, sechste Strophe. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche
neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag tat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazaräer, ein Mann, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt, denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich hatte den Herrn beständig vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und frohlockte meine Zunge. Und auch mein Leib wird in Hoffnung wohnen, denn du gibst meine Seele nicht der Unterwelt preis. Noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du hast mir die Wege zum Leben gezeigt. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Schwestern und Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben. Und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm einen Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus: Er gab ihn nicht der Unterwelt preis und sein Leib schaute die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Zur Rechten Gottes erhöht, hat er vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen und ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremd seid, ein Leben in Gottes Furcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer nistigen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes, ohne Fehl und Makel. Er war schon vor Grundlegung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Zweite. 175 Zweite. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr keinen Fisch zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas finden. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See.
Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot liegen. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus ans Ufer und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu befragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, Priya Sahodari, Sahodarlara, im heutigen Evangelium hören wir vom wunderbaren Fischfang. Nach den traurigen und außergewöhnlichen Ereignissen in Jerusalem, wie Kreuzigung, Tod und Auferstehung Jesu, kehrten die Jünger Jesu nun nach Galiläa, ihren Heimatort, zurück. Wir finden sie am Ufer des Sees Tiberias. Sie wollen wieder Fische fangen und in ihrem Beruf weiterleben. Wir lesen in der frohen Botschaft: Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Diese Worte des Evangeliums zeigen uns, dass die Jünger Jesu nun zurückgekehrt sind in Alltagsleben am Heimatort. Sie sind hungrig, hoffnungslos, erschüttert und vor allem enttäuscht von allem, was in Jerusalem geschehen ist. Die ganze Nacht arbeiten sie vergeblich. Als es schon morgen wird, steht Jesus am Ufer des Sees und er sagt zu den Jüngern: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Jesu Prabhu వారిని తమ యొక్క కుడి వైపు తమ వలలను వేయమని వేడుకుంటూ ఉన్నారు. తర్వాత వారు 153 పెద్ద పెద్ద చేపలను వారు అక్కడ పొందుటను మనం ఈ యొక్క సువార్త పఠనంలో చూస్తూ ఉన్నాం. Ermutigt von den Worten Jesu werfen sie das Netz aus und können es nicht wieder einholen. So voller Fische ist es. Liebe Gemeinde, in dieser schwierigen Zeit versuchen unsere vielen Politiker, Ärzte und Wissenschaftler den Impfstoff gegen Corona zu entwickeln. Gott segne sie mit viel Erfolg. Gott segne uns auch, dass wir wieder wie Jesu Jünger
mit Freude und Zuversicht in den normalen Tagesablauf zurückkehren können. Liebe Gemeinde, warum sagt Jesus im Evangelium gerade auf der rechten Seite? Die rechte Seite bedeutet in der Bildwelt der Menschen damals sehr viel. Im biblischen Kontext hatte die rechte Seite eine besondere Bedeutung. Der Engel des Herrn, der Zacharias die Geburt seines Sohnes ankündigte, den Johannes den Täufer, erschien an der rechten Seite des Altares. Auf der rechten Seite des Grabes saß der Engel, der am Ostermorgen die Auferstehung kundgetan hat. Nun sollen die Jünger auf Anordnung von Jesus die Netze auf der rechten Seite des Bootes auswerfen. Die rechte Seite, das ist die Seite Gottes, die Seite Jesu Christi, der nun zur Rechten Gottes sitzt. Und auf der rechten Seite zu fischen, das heißt, auf der Seite Christi zu fischen, dort zu fischen, wo Christus es gezeigt hat, das bedeutet, ein volles Netz erwarten zu dürfen. Viele Menschen sind enttäuscht in dieser Zeit. Viele sind müde vom Leben. Andere sind erschöpft und erschüttert. Das heutige Evangelium stellt uns die Frage: Stehe ich auf der Seite Jesu? Suche ich Gottes Hilfe und Segen im Alltagsleben? Ist Jesus der Herr meines Lebens? Auch uns geht es oft wie Petrus. Oft erkennen wir den Herrn in unserem Leben nicht. Auch wir brauchen die Hilfe von Mitmenschen, um Jesus zu erkennen. Dass Petrus durch einen anderen Jünger den Herrn erkennt, zeigt uns, dass Gott weiß, wie er zu uns sprechen muss, damit wir ihn in unserem Leben wahrnehmen können. Amen. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనము దేవుని వైపు ఉన్నామా లేదా అని యొక్క స్వార్థ పట్టణం మనకు వివరిస్తూ ఉంది. ఎల్లప్పుడూ మనం దేవుని వైపు ఉండాలని కోరుకుంటూ, అందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటూ ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. ఆమెన్. Ich glaube an den Vater,
Liebe Gemeinde, ich möchte diese Fürbitten noch einmal auf meine Muttersprache ein paar Wörter und die Fürbitte leiten. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం ఈరోజు ఈ యొక్క విన్నపముల ద్వారా మన కొరకును, ఈ దేశంలో ఉన్న ఈ కరోనా బాధితుల కొరకును, మన విచారణల కొరకును, ఇంకా మన విచారణ గురువుల కొరకును, ప్రతి ఒక్కరి కొరకును ఈ యొక్క విన్నపముల ద్వారా వేడుకుందాం. Für die Kirche als Gemeinschaft der von Gott gerufen, Geistes Gegenwart im Ringen innere und äußere Gestalt der Kirche. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für jene Menschen, die ausgebrannt sind und sich leer und verloren finden, geistesgewandt für einen neuen, mütigen Blick auf ihre Geschichte und das weite Leben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die aus dem Boot der Kirche ausgestiegen, aber immer noch gottessehnsuchtig geblieben sind, Geistesgegenwart für dich, Herr, an einem anderen Ufer des Lebens. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich in der Vielfalt und Glaubenskultur unserer Kirche wohlfühlen, Geistesgegenwart aus der Quelle der Eucharistie zu leben und zu lieben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle unsere Verstorbenen, besonders beten wir heute für Jahresamt Margot und Wilhelm Siebers, Jahresamt Wilhelm Baumann mit Gedenken an Helene Baumann, Jahresamt Heinz Jorissen und für die Verstorbenen Ulrich Siebers, Tim Siebers, Gerhard Siebers, Verstorbene der Familie Küsters, Paul und Steffi Fischer, Verstorbene der Familien Hunnekes in Twain, Anna Sanders mit Gedenken an Heinrich Sanders, Trude Muth und für unsere Verstorbenen in der vergangenen Woche, Johann Krom, Frau Johanna Reimer, Frau Marianne Knierim, Frau Edith Dahms und für alle Verstorbenen in unseren Familien. Und jene, die du, Herr, allein kennst, Erfüllung ihrer Sehnsüchte und die Fülle des Lebens bei dir. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Bei dir, Herr, ist die Fülle. So komm du uns neu entgegen, halte Brot und Wein bereit, erfülle unsere Nächte mit dem Feuer deiner Liebe für heute und in Ewigkeit. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir 779. 779.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österlicher Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel, erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater immer und überall zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdekreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. 741. 741. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dann, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringen der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Felix und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Siebenhundertachtzig. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Amen.
326, 326, erste, vierte, fünfte Strophen. Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der eine oder andere von Ihnen hat es in der Presse schon mitbekommen. Ab dem 1. Mai dürfen wir unsere Kirchen wieder öffnen, dürfen wir wieder miteinander Eucharistie feiern. Das heißt, ab dem 1. Mai gelten wieder in all unseren Ortsteilen die normale Messzeit, an den Werktagen wie an den Sonntagen. Und wir freuen uns unendlich, dass wir uns wieder versammeln dürfen. Natürlich unter Einschränkungen. Die Krise ist nicht vorbei. Wir werden die Abstände untereinander einhalten, die hygienischen Vorschriften. Und ich weiß um die Vernunft und die Vorsicht auch unserer Gemeindemitglieder, dass wir das sicherlich schaffen. Da noch ein bisschen ungewohnter, aber es ist sicherlich ein großer Schritt, dass wir ein bisschen wieder etwas vom alltäglichen Leben zurückbekommen und dass wir uns wieder versammeln können um den lebendigen Gott und um Gemeinschaft untereinander zu erleben. Dass wir wieder Gemeinde sein können, die sich auch wieder einander annähert. Mit aller Vorsicht, mit allem, was dazugehört. Ein wichtiger Schritt. In den letzten Wochen
während der Kar- und Ostertage, waren wir verbunden, weit über die Gebäude und die Mauern hinaus. Über diesen Weg, wie wir auch heute zu Ihnen kommen. Um deutlich zu machen, wir sind von Gott nicht zu trennen. Gott bleibt in unserer Mitte, in welcher Art und Weise auch immer. Nichts kann uns von ihm trennen. Und hier, da wo wir uns versammeln, um zu beten, um Gott zu loben und zu preisen, wo wir die Sakramente feiern, da wird das sichtbar spürbar. Da fließt Heil zu Ihnen allen. Und wir feiern die Messe mit Ihnen zu Hause, da immer, wo wir uns als Gemeinde zu Ihnen vereinen. Damit das aber möglich ist, gibt es immer die Menschen, die im Hintergrund arbeiten. Und jetzt kommt ihr beiden mal. Doch, jetzt kommt ihr mal. Jetzt seid ihr beiden mal dran. So, jetzt würde ich unsere beiden großen Techniker mal zu mir bitten. Herrn Werner Rademacker, Herrn Markus Wilmsen. Ihr beiden habt die ganzen Gottesdienste aufgenommen, vorbereitet, und zusammengestellt und. Unendlich viel Zeit investiert und damit Brücken gebaut auf unsere Gemeinde. Ich möchte euch ein herzliches Dankeschön für diesen Einsatz, für diesen Fleiß, für diesen Weg, Gemeinde sein zu können. Und dafür gehört euch der Dank der ganzen Gemeinde. Dankeschön. Wenn auch jetzt so in kleiner Runde, aber dieses Dankeschön ist uns wichtig. Ja, das Gemeindeleben an sich wird jetzt, denke ich, auch so nach dem 3. Mai Schritt für Schritt wieder anlaufen. Wie gesagt, mit dem entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Aber wir freuen uns, wieder einander begegnen zu können. Danke. Der Herr sei mit euch Und mit deinem Geiste. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind, durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch dreinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden. Halleluja. Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja. Halleluja. Liebe Gemeinde, wir wünschen Ihnen schönes Wochenende. Zum Schluss singen wir 525.